Hallo Vivian, danke, dass du hier bist. Meine erste Frage ist, wir haben damals in Mailand Prokofjews Violinkonzert Nummer 2 zusammen gespielt. Und du hast dieses Konzert zum ersten Mal gespielt. Und wir wissen alle, die Qualität des Spielens oder der Interpretation entwickelt sich sehr, wenn man ein Stück mehrmals spielt. Glaubst du, gibt es denn noch Vorteile, wenn man ein Stück das erste Mal im Konzert spielt? Also für mich ist die erste Aufführung jedes Werkes mit Orchester immer was Besonderes, weil wenn ich zu Hause in meinem Zimmer eigentlich alles alleine für mich übe, dann ist der Moment, wo ich dann wirklich eben zum Beispiel den Prokofjew oder auch viele andere Werke mit Orchester hören kann, dann höre ich das zum ersten Mal eigentlich vollständig. Und deswegen erinnere ich mich eigentlich immer sehr gut an die erste Aufführung von jedem Werk. Manchmal eine 5. oder 10. Aufführung, das muss schon was Besonderes sein, wenn ich sie nicht vergesse. Aber die erste Aufführung ist sehr, sehr wichtig für mich. Deswegen, also die Vorbereitung ist auf jeden Fall, glaube ich, doch die größte für jede erste Aufführung. Und deswegen ja, ist es schon toll, wenn die erste Aufführung schon gut läuft. Und wenn man dann auch noch den Vorteil hat, zum Beispiel mit einem Orchester vielleicht mehr Probenzeit zu haben als üblicherweise, genau, ist es natürlich auch schön. Also nicht nur vielleicht eine Arbeitsprobe und eine Generalprobe, sondern ein bisschen mehr Zeit, um bestimmte Dinge, die vielleicht auch schwer im Zusammenspiel sind oder die man einfach, wo man aufeinander gut hören muss, wenn man da ein bisschen sich die Zeit nehmen kann, das zusammen einzustudieren. Jetzt bist du dran. Ja, wie ist es denn eigentlich im Gegenteil zu einer ersten Aufführung für dich, wenn du ein Werk wirklich schon oft aufgeführt hast und gerade vielleicht, wenn es auch noch ein ganz bekanntes Werk ist, also wenn du, sagen wir, zum 20. Mal etwas aufführen willst, woher nimmst du dann noch die nötige Energie oder die Inspiration? Ja, ich glaube, ich mag es sehr, Partituren zu lernen. Und ich schaue mir ständig an, auch eine Partitur, die ich sehr gut kenne. Und dadurch finde ich diese Inspiration. Ich glaube, man findet immer neue Details oder solche, die unterschätzt werden. Besonders zum Beispiel bei einer großen Sinfonie von Mahler oder Bruckner oder Brahms hört man nie auf zu lernen. Und auch zwischen zwei ganz nebeneinanderen Aufführungen lerne ich dazwischen und finde ich immer etwas oder mehrere Sachen, die mich inspirieren. Und ja, und dadurch kriege ich diese Inspiration. Und ich glaube, ja. Und wird es eher leichter oder eher schwerer für dich, wenn du dann noch einmal quasi etwas studierst? Ja, das ist, je häufiger man ein Stück dirigiert, desto besser kennt man es. Und wenn man ein Stück sehr gut kennt, ist es natürlich normalerweise leichter zu dirigieren. Aber es kann auch das Gegenteil passieren, dass ich ein Stück so gut kenne, dass ich immer höhere Ansprüche an mich stelle und so wird das Stück irgendwie schwieriger. Aber im Allgemeinen muss ich gestehen, ist es sehr gut, ein Stück sehr oft dirigiert zu haben. Ja, ich habe auch eine Frage. Du hast zum Beispiel einen ganz schönen Klang, einen der schönsten Violinklänge, die ich gehört habe. Glaubst du, gibt es denn noch Komponisten, bei denen auf den schönen Klang verzichten muss? Also mir fällt jetzt nicht ein Komponist ein, bei dem man vielleicht generell vielleicht extra nicht schön oder auch hässlich spielen muss. Aber also ich glaube durchaus, dass es bei ganz vielen Komponisten Werke oder Ausschnitte aus Werken gibt,
die wirklich bewusst nicht schön sein dürfen auch. Also sei es, dass es Schmerz ausdrückt oder auch einen inneren Kampf oder so etwas. Also selbst, also bei Bach fällt mir auch ein, gibt es einfach Stellen, die sind nicht schön, die sind wirklich, also da spürt man einfach einen Schmerz, den man ausdrücken muss. Oder Bartók zum Beispiel, da gibt es auch Stellen, wo er extra schreibt, ja, es muss brutal klingen. Selbst bei Prokofjew, was wir zusammen gespielt haben, finde ich auch, es gibt zum Beispiel im dritten Satz, fällt mir gerade ein, diese Stelle, wo es diese 7 Fanfaren gibt, ja, was so ein bisschen insistierend eigentlich ist. Es ist nicht wirklich schön, es ist eigentlich im Gegenteil so ein bisschen, ja, ich glaube schon, dass es etwas insistierend Bohrendes hat, wobei ich glaube, auch diese nicht schönen oder ja, bewusst vielleicht sogar hässlich klingenden Dinge, gerade im Kontrast eigentlich zu den schönen Klängen zur Wirkung kommen. Also es ist für mich ganz oft so, dass es eben diese Fallhöhe braucht zwischen ja, dem schönen Klang oder so, sagen wir mal so, und dem, was dann eben im Kontrast dazu auch mal nicht schön sein darf. Und mir fällt ein, du spielst gerne auch Kammermusik. Was bringst du an Erfahrungen aus der Kammermusik mit, wenn du als Solistin spielst, umgekehrt? Wie kannst du dich im Kammerensemble als Solospielerin einbringen? Also für mich gibt es gar keine so großen Unterschiede eigentlich zwischen also Kammermusik spielen und als Solistin spielen, sondern für mich ist also mit der größte Gewinn, also zum Beispiel, indem man einfach von einem Komponisten einfach einen anderen Aspekt noch mitbekommt. Also sei es, wenn ich zum Beispiel ja, Brahms Trio, Sextette, Quintette einfach schon gespielt habe und dann wieder zurückgehe zum Violinkonzert oder auch mal eine Sinfonie höre und dann entweder bestimmte Dinge auch zeitlich vielleicht einordnen kann, was er ja, in der Nähe von dem Violinkonzert oder was weiß ich, einer Sonate geschrieben hat, an weiteren Werken, als auch umgekehrt. Also für mich ist das ganz schön, wenn ich einfach das Gefühl habe, mehr Werke von dem gleichen Komponisten kennenzulernen, eben zum Beispiel durch die Kammermusik. Und generell schult es, glaube ich, auch, wenn man einfach in einem Kammermusikensemble mehrere wirklich gleichwertige Instrumente hat, auf die man einfach gegenseitig wirklich hört und reagiert. Und, das gibt es ja auch natürlich im Orchester. Genau. Ja. Und deswegen, also das meine ich, dass für mich die Unterschiede gar nicht so groß sind, weil im Grunde ist auch in den Konzerten, also Violinkonzerten zum Beispiel, ist es für mich eigentlich erst dann reizvoll, wenn man wirklich ja, sehr direkt aufeinander eingehen kann. Also auch zwischen, ja, wenn es zum Beispiel sagen wir, ein Solo im Fagott gibt oder was weiß ich, in der Flöte oder auch mal in einem Solo-Streichinstrument mit dem Solo-Instrument. Und wenn ich merke, dass eben, ja, dass man gegenseitig aufeinander hört. Ich denke auch, dass zum Beispiel man ziemlich schnell merken kann, wenn die Musiker im Orchester sehr viel Kammermusik machen und wenn es denen quasi genauso Spaß macht, miteinander zu musizieren wie dem Solisten. Insofern glaube ich, dass das ganz eng eigentlich miteinander einhergeht. Und ich würde mich ja auch mal interessieren, wie ist es denn für dich, wenn du zum Beispiel vor der ersten Orchesterprobe einen Solisten triffst und wenn ihr ein Werk zusammen besprecht, was ihr ja wahrscheinlich vorher noch nicht unbedingt gespielt habt und ihr wisst ja eigentlich noch nicht unbedingt, wie jeder dieses Werk sieht. Und was passiert zum Beispiel, wenn du merkst, ihr habt ganz verschiedene Ansichten und eigentlich möchtest du das ganz anders gespielt haben und hörst du das ganz anders. Was machst du dann? Ja, ich muss gestehen, glücklicherweise gab es ganz selten Probleme und nie eine extreme Situation. Mein Lehrer hat mir immer gesagt, wenn wir mit einem Solisten spielen, sollte unser Glas halb voll sein, damit es mit dem Inhalt des Solisten gefüllt werden kann.
Und das, ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich glaube auch, dass ein guter Dirigent nicht passiv begleiten sollte, sondern zusammen mit dem Solisten musizieren. Und ja, es kann natürlich passieren, dass ich etwas vielleicht nicht mag, aber ich denke darüber nach und wenn die keine Virtuoso-Stelle und nicht so schwierig für den Solisten ist, dann spreche ich einfach mit ihr oder mit ihm. Und wenn er oder sie bereit ist, etwas Neues zu probieren, warum nicht? Und dann versuchen wir einfach. Ja, viele große Solisten haben ihre Karriere als Wunderkind angefangen. Du hast auch mit dem besten Orchester der Welt sehr früh begonnen. Glaubst du, es ist möglich, eine Weltkarriere zu starten, auch wenn man einen ganz normalen Studienverlauf nachgeht? Und wenn ja, siehst du Vorteile oder Nachteile darin? Also ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen quasi einen Wunderkindweg gehen und früh anfangen. Ich glaube, früh anfangen ist leider schon ziemlich wichtig. Ich weiß nicht, ob es überhaupt geht, die Chance zu haben, einen Weg, also wenn man so will, professionellen Weg als Musiker zu gehen, wenn man nicht das Instrument zumindest schon sehr früh lernt und auch sehr früh zumindest technisch ziemlich gut beherrscht, weil das ist bei uns auch so. Ja, man ich denkt glaube, das nicht, aber auch beim Dirigieren ist so. Ja, also ich denke, man hat eigentlich nur die musikalische Freiheit, wenn man eben keine großen technischen Hindernisse hat. Und so wie ich das sehe und auch wenn ich um mich schaue und wenn ich zum Beispiel ja, Studenten oder eben junge, noch jüngere Leute sehe, die eben das gerade lernen, da glaube ich schon, dass es eigentlich sehr, sehr wichtig ist, dass man diese technischen Grundlagen doch sehr früh eigentlich lernt. Das andere ist natürlich, wie das ist, früh auf der Bühne anzufangen oder auch in welchem Umfang und in welchem Rahmen man notwendigerweise eigentlich stehen muss, um es zu schaffen oder auch nicht zu schaffen. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Für mich ist es so, ich habe zwar sehr früh ein paar ja, tolle Chancen gehabt, aber erstens habe ich sehr wenig eigentlich gespielt. Ja. Ich habe sehr viel gelernt, ganz viel Repertoire gelernt, aber war ja bis zum Abitur war ich auf einer normalen Schule und habe auch erst danach eigentlich wirklich intensiv dann angefangen, auf der Bühne zu stehen. Und für mich war das gut. Ich glaube, es gibt da auch wirklich, es gibt nicht den einen Weg, der richtig ist für alle, sondern für einige ist es eben ja so, dass die sich sehr früh sehr wohl fühlen auf der Bühne, also im Sinne von zwischen, sagen wir, 10 und 18 und es quasi trotzdem schaffen, diesen schwierigen Übergang von dieser Unbekümmertheit als Kind auf der Bühne zu stehen, es zu schaffen, dann auch eben als Erwachsener, wo man ja doch ein ganz anderes Bewusstsein eigentlich hat, was es bedeutet, auf der Bühne zu stehen, dass man das mehr oder weniger unbeschadet schafft. Und für andere ist es eben so, dass es mindestens genauso gut ist, wenn man sich Zeit lässt und wenn man eben auch auf den kleineren Bühnen und den kleineren Städten erstmal quasi sich allmählich an die Sache nähert und dann später eben vielleicht auch mit den Jahren einfach auch mehr zu sagen hat und ja, auch vielleicht musikalisch einfach ein bisschen mehr Reife mitbringt. Ja. Und irgendwann gleicht sich das natürlich auch mit dem Alter aus. Also dann spielt dieser Wunderkind-Faktor dann auch keine Rolle mehr. Ja. Ja, danke, das war eine ganz interessante Antwort. Wirklich. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass du als Dirigent auch öfters einsam bist eigentlich in deinem Berufsleben. Also wenn du vor einem Orchester von 80 Leuten stehst, alleine quasi so die große Verantwortung trägst. Wahrscheinlich wirst du dann oft im besten Falle einfach den großen Respekt vom Orchester bekommen. Aber ist es auch möglich für dich, so eine richtige Freundschaft mit einem Orchester zu schließen oder mit einzelnen Musikern? Und was sind da so deine Erfahrungen? Wie gehst du damit um?
Distanz würde ich nicht sagen. Ich fühle mich als Musiker unter Musikern und eine richtige Distanz habe ich nicht wirklich gespürt. Vielleicht ist eine gewisse Verantwortung, dass der Dirigent tragen muss. Etwas, das die richtig Freundschaften ein bisschen bremst, das schon. Aber ich habe oft sehr schöne freundschaftliche Kontakte aufrecht gehalten mit Musikern von Orchestern, die ich dirigiert habe. Eine dumme, ganz letzte Frage. Lieber in Berlin oder unterwegs? Also ich bin sehr gerne zu Hause und würde es, glaube ich, aber auch vermissen nach einer Weile, wenn ich nicht unterwegs sein darf. Also ich glaube, ich bin schon ein ganz abenteuerlustiger Mensch und ich mag es auch, ja, neue Städte und neue Menschen kennenzulernen. Und trotzdem bin ich froh, wenn ich weiß, wo ich zu Hause bin. Ich mag beides gerne. Danke.